Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Liam, wie geht es dir heute? Hallo Mia, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über die Reservierung eines Hotels und die verschiedenen Arten von Unterkünften sprechen, wie Hostels, Motels und Hotels. Das klingt interessant. Ich möchte mehr über diese Arten von Unterkünften erfahren. Was ist ein Hostel? Ein Hostel ist ein preisgünstiger Aufenthaltsort. Es hat normalerweise Gemeinschaftszimmer, was bedeutet, dass du in einem Zimmer mit anderen Menschen schläfst. Oh, also ist es nicht sehr privat? Ja, das ist richtig. Hostels sind großartig für junge Reisende und Rucksacktouristen, die neue Leute treffen und Geld sparen möchten. Ich verstehe. Was ist ein Motel? Ein Motel ist ein einfaches und erschwingliches Übernachtungsangebot, das normalerweise in der Nähe einer Autobahn liegt. Motels bieten private Zimmer und sind gut für kurze Aufenthalte. Also sind Motels privater als Hostels? Ja, das sind sie. In einem Motel hast du dein eigenes Zimmer und manchmal sogar einen kleinen Parkplatz direkt vor der Tür. Das klingt praktisch. Und was ist ein Hotel? Ein Hotel ist ein komfortablerer und oft teurerer Aufenthaltsort. Hotels bieten private Zimmer mit mehr Annehmlichkeiten wie einem Bad, einem Fernseher und manchmal sogar einem Mini-Kühlschrank. Das klingt nach einem angenehmen Aufenthalt. Es scheint bequemer zu sein als ein Hostel oder ein Motel. Ja, Hotels sind ideal für Familien oder Menschen, die eine entspanntere Erfahrung suchen. Sie bieten auch Dienstleistungen wie Zimmerservice und tägliche Reinigung an. Ich möchte mehr über die Unterschiede wissen. Kannst du sie mir zusammenfassen? Klar, Hostels sind günstig und haben Gemeinschaftszimmer. Motels sind erschwinglich mit privaten Zimmern und gut für kurze Reisen. Und Hotels sind teurer mit vielen Annehmlichkeiten und Services. Das ist sehr klar. Ich denke, ich würde für meine nächste Reise ein Motel oder ein Hotel bevorzugen, weil ich meinen eigenen Raum mag. Das verstehe ich. Manchmal übernachte ich in Hostels, wenn ich alleine reise, weil ich neue Leute treffen möchte. Aber ich genieße auch Motels für Roadtrips. Es kommt auf deinen Reisestil an. Hast du eine Lieblingsunterkunft? Ich mag Hotels wegen ihres Komforts, aber ich schätze auch die niedrigen Kosten von Hostels. Ich wechsle je nach Budget und Reise. Das macht Sinn. Ich möchte eines Tages ein Hostel ausprobieren, um zu sehen, wie es ist, aber im Moment bevorzuge ich Motels oder Hotels. Das ist ein guter Plan. Jede Art von Unterkunft hat ihre Vorteile. Wenn ich mit Freunden reise, wählen wir oft ein Hostel, weil es Spaß macht und gesellig ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wenn ich mit meiner Familie reise, buchen wir immer ein Hotel, weil wir mehr Platz und Komfort brauchen. Genau. Für Familienreisen ist ein Hotel normalerweise die beste Wahl. Wir bekommen ein größeres Zimmer und mehr Annehmlichkeiten. Und für Kurztrips oder Roadtrips sind Motels perfekt, weil sie leicht zu finden und budgetfreundlich sind. Richtig. Ich mag auch, dass Motels oft kostenlose Parkplätze anbieten. Das macht das Reisen mit dem Auto sehr bequem. Da stimme ich zu. Parken ist sehr wichtig, wenn man mit dem Auto reist. Überprüfst du manchmal die Bewertungen, bevor du eine Unterkunft buchst? Ja, ich lese immer Bewertungen auf Reisewebsites. Sie helfen mir, ein gutes Hostel, Motel oder Hotel auszuwählen.
Das mache ich auch. Bewertungen sagen mir, ob ein Ort sauber und sicher ist. Das ist sehr wichtig. Ich möchte an einem Ort bleiben, an dem ich mich wohlfühle. Manchmal vergleiche ich auch die Preise auf verschiedenen Websites, bevor ich buche. Das ist eine kluge Idee. Ich benutze oft 2 oder 3 Websites, um das beste Angebot zu finden. Das mache ich auch. Es lohnt sich, Zeit zu investieren, um Geld zu sparen. Buchst du deine Unterkunft im Voraus? Ja, ich buche normalerweise ein paar Wochen vor meiner Reise. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Ich buche auch gerne früh, besonders in den Hauptsaison. Letzten Sommer habe ich zu lange gewartet und bin in einem sehr kleinen Zimmer in einem Hotel gelandet. Oh nein, das klingt nicht gut. Ich versuche immer, früh zu buchen, um das zu vermeiden. Ja, früh buchen hilft dir, das Zimmer zu bekommen, das du möchtest, zu einem guten Preis. Manchmal schaue ich sogar nach Rabatten. Viele Hotels und Motels bieten spezielle Preise an, wenn du im Voraus buchst. Das habe ich auch schon gesehen. Ich suche immer nach Rabattcodes, wenn ich online buche. Das ist eine großartige Möglichkeit, Geld zu sparen. Ich habe einmal einen Rabatt für ein Hotelzimmer bekommen, weil ich 3 Monate im Voraus gebucht habe. Das ist beeindruckend. Das möchte ich beim nächsten Mal auch ausprobieren. Jetzt möchte ich dich fragen, was du an Hotels magst. Ich mag, dass Hotels komfortabel sind und oft viele Annehmlichkeiten bieten. Ich genieße es, ein eigenes Bad, einen Fernseher und manchmal sogar einen Mini-Kühlschrank zu haben. Das klingt sehr angenehm. Ich mag auch die Idee von Zimmerservice und einem täglich gereinigten Zimmer. Ja, Hotels bieten normalerweise tägliche Reinigung und frische Handtücher. Das macht den Aufenthalt sehr angenehm. Und was magst du an Hostels? Ich mag, dass Hostels sehr günstig und gesellig sind. Ich kann Menschen aus verschiedenen Ländern treffen und Reisestories teilen. Das stimmt. Hostels haben oft Gemeinschaftsbereiche, in denen du dich entspannen und mit anderen Reisenden sprechen kannst. Ich mag auch die Küche in vielen Hostels. Ich kann meine eigenen Mahlzeiten zubereiten und Geld für Essen sparen. Ja, eine Gemeinschaftsküche ist ein großer Vorteil in Hostels. Sie hilft dir, gesund und budgetfreundlich zu essen. Und was ist mit Motels? Was magst du an ihnen? Ich mag, dass Motels einfach und bequem sind. Sie liegen normalerweise in der Nähe von Autobahnen, was sie perfekt für Roadtrips macht. Da stimme ich zu. Motels sind leicht zu finden, wenn man fährt. Ich mag auch, dass sie kostenlose Parkplätze haben. Ja, kostenloses Parken ist für Reisende mit dem Auto sehr wichtig. Ich schätze auch, dass Motels private Zimmer haben. Ich kann mich entspannen, ohne meinen Raum mit Fremden zu teilen. Das ist ein großer Vorteil. Ich fühle mich in einem privaten Zimmer wohler. Benutzt du manchmal ein Reisebüro, um deine Unterkunft zu buchen? Manchmal mache ich das, aber normalerweise buche ich online selbst. Ich vergleiche gerne die Preise auf verschiedenen Websites. Ich ziehe es vor, direkt auf der Website des Hotels oder Motels zu buchen. Oft ist es so günstiger. Ja, direkt buchen kann manchmal einen besseren Preis bieten. Ich schaue immer zuerst auf der Hotelwebseite nach, bevor ich eine Reisewebseite benutze. Das ist eine gute Gewohnheit. Das mache ich auch. Hast du schon einmal in einem Bed and Breakfast übernachtet? Ja, das habe ich. Ein Bed and Breakfast ist anders als ein Hotel, Motel oder Hostel. Es ist normalerweise ein kleines familiengeführtes Haus mit wenigen Zimmern. Ich habe von Bed and Breakfasts gehört. Die beinhalten oft das Frühstück im Preis, oder? Ja, das tun sie.
Es ist eine schöne Art, den Tag zu beginnen. Ich mag, dass Bed and Breakfast ruhig sind und ein persönlicheres Erlebnis bieten. Das klingt sehr angenehm. Ich möchte eines Tages ein Bed and Breakfast ausprobieren. Ich denke, es wäre sehr anders, als in einem Hostel oder Motel zu übernachten. Ja, jede Art von Unterkunft hat ihren eigenen Charme. Ich probiere gerne verschiedene Orte aus, je nach meinen Reiseplänen. Hast du eine Lieblingswebseite zum Buchen von Hotels, Motels oder Hostels? Ich benutze oft eine beliebte Reisewebseite, um die Preise zu vergleichen. Es hilft mir, viele Optionen auf einmal zu sehen. Ich benutze diese Seite auch. Sie ist sehr hilfreich. Ich lese auch gerne die Bewertungen auf dieser Seite, bevor ich buche. Ja, die Bewertungen geben mir ein gutes Gefühl über meine Wahl. Ich überprüfe immer die Bewertung und lese ein paar Kommentare. Das ist eine gute Praxis. Es hilft dir, schlechte Orte zu vermeiden. Ich habe einmal eine Bewertung gelesen, die sagte, ein Hostel sei laut, also habe ich ein anderes gewählt. Das ist eine kluge Entscheidung. Ich habe das auch schon viele Male gemacht. Ich plane meine Unterkunft immer sorgfältig. Das macht meine Reise angenehmer. Ich stimme zu. Ein guter Aufenthaltsort kann dein Reiseerlebnis wirklich verbessern. Um zusammenzufassen, haben wir heute über die Reservierung eines Hotels und die Unterschiede zwischen Hostels, Motels und Hotels gesprochen. Ja, wir haben gelernt, dass Hostels preisgünstig sind und Gemeinschaftszimmer haben, Motels erschwinglich mit privaten Zimmern sind und gut für kurze Aufenthalte und Hotels komfortabler und oft teurer mit vielen Annehmlichkeiten sind. Genau. Jede Art von Unterkunft hat ihre Vorteile und ist für verschiedene Arten von Reisen geeignet. Ich denke, ich werde eines Tages ein Hostel ausprobieren, um neue Leute zu treffen, aber ich liebe auch den Komfort von Hotels und die Bequemlichkeit von Motels. Das ist ein guter Plan. Es ist schön, viele Optionen zu haben, wenn man reist. Danke für dieses interessante Gespräch, Mia. Ich habe heute viel gelernt. Gern geschehen, Liam. Ich habe es genossen, mit dir über Reisen und Unterkünfte zu sprechen. Ich hoffe, du hast beim nächsten Mal eine tolle Reise. Danke. Ich wünsche dir auch gute Reisen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Mia. Hab einen schönen Tag. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.